Hallo meine Lieben, ich habe ja auf meinem Kanal durchaus schon ein paar Videos, aber ich mache nicht nur gerne Videos, sondern ich gucke mir auch sehr gerne andere Videos an. Und da möchte ich heute zwei speziell erwähnen. Das erste ist das Kreativpünktchen und das zweite ist Charlies Mama. Warum ich jetzt diese beiden speziell erwähne, ist: natürlich gucke ich deren Videos super gerne, aber die beiden haben auch was gemeinsam, nämlich, dass sie mit den Produkten vom Kreativdepot arbeiten. Ich konnte mich bis jetzt so ein bisschen zusammenreißen und habe da noch nichts bestellt, aber das hat sich vor ein paar Tagen geändert und ich habe da tatsächlich was bestellt und es auch schon bekommen. Und das wollte ich euch heute zeigen und auch schon ein paar erste kleine Projekte damit. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Das hier ist die Kiste mit den Sachen, die ich bestellt habe, und ich fand das auch wieder super schön verpackt. Also das Ganze war hier in dieser Rolle drinne, hier schön mit einem kleinen Vielen Dank Stempel. Aber was ich super cool finde, ich weiß nicht, ob das so ist, weil ich zum ersten Mal da bestellt habe oder ob das normal oder gängig ist, dass ich hier einen kleinen Stempel drin habe. Solche Stempel kann man natürlich immer gebrauchen für die Hintergrundgestaltung. Finde ich super. Das heißt, das was war gratis noch mit dabei. Dann eine schöne Karte von wegen: Du bist ein wundervoller Gedanke. Super schön. Und dann habe ich zwei Päckchen. Das erste auf. Da habe ich einerseits solche Kleber gekauft, die man wunderbar verwenden kann, wenn man ein Album macht zum Beispiel oder ein Notizbuch macht, dass man dann zwischen das Papier reinkleben kann und so dann quasi den Stift hier rein machen kann durch dieses Elastik. Davon habe ich mir ein paar bestellt, weil kann man immer gebrauchen, ne? Dann habe ich mir 4 Farben von den Stamp Market Stempelkissen geholt. Und zwar ist es einerseits das Tropical Teal, das Mango, das Salmon und das Wisteria. Die 4 mussten unbedingt mit. Und dann habe ich mir einen Embossing Folder gekauft. Der heißt Für dich mit Herz. Und das ist einer von den dünnen, also nicht 3D, sondern normal dünnen Foldern, wo alles glatt ist, bis eben diesen Spruch. Finde ich super. Da machen wir heute auch was damit. Da drinnen habe ich ganz viele verschiedene Fäden an Nylongarn. Schlüpfriges kleines Schweißerchen. Der Hoch, wer das kennt. Genau, hier drin eben das Nylongarn und ich mag das super gerne, weil es eben schön stark ist. Und eben so, ich habe so meine Lieblingsfarben so ein bisschen rausgesucht und da einfach ein paar bestellt. Da gibt es echt super viele Farben von. Dann habe ich eine Stanze für einen Umschlag gekauft, weil ich finde, das kann man echt immer wieder gebrauchen. Und ich habe bei den Sachen, die ich bestellt habe, wirklich Sachen bestellt, wo ich denke, die kann ich für verschiedenste Projekte einsetzen. Und der hier heißt, wo haben wir denn? Design Line kleiner Umschlag heißt das Ding. Das ist das. Und dann habe ich, nehmen wir noch die weiteren Embossing Folder. Der hier heißt Boho Regenbogen Herz und hat auch oben ganz einfach diesen Regenbogen drin. Der sieht so aus und hat im oberen Bereich eben diesen Regenbogen, wo ich denke, damit kann man auch wunderbare Karten machen. Dann, ihr merkt, ich bin ein bisschen auf Regenbogen im Moment, habe ich noch diesen zusätzlichen Folder, der heißt
Regenbogen liebe. Hier ganz viele von diesen Regenbogen mit den Herzen zusammen. Es gibt einen, der noch ähnlich aussieht, aber ich wollte genau den haben. Da machen wir heute auch was mit. Und dann habe ich Stempel bestellt. Und zwar 4 Sets. Eines mit Motiven. Und ich denke mal, euch wird es bekannt vorkommen. Moment. Ich hatte euch ja vor einer Weile gezeigt, wie man so ein kleines, mit der Cinch ein kleines Mini-Album machen kann. Und da war der kleine Schnuffel mit dabei, mit der Tasse. Das heißt, ich habe das Ganze schon als Digi-Stamp, aber ich wollte es unbedingt als Stempel auch noch haben. Und die sind von Emma Pünktchen, ne? Kleiner Elefant. Hier, ich weiß nicht, ob es ein Hamster ist. Dann hier der Kleine mit dem großen Lolli und eben der Bär mit der Tasse. Dann noch so eine Tasse, ein paar Sterne. Das finde ich super cool. Damit werden wir heute auch basteln. Übrigens, das heißt Designline kleine Schnuffels. Das hier. Dann habe ich auch von Emma Pünktchen die Sprüche und die heißen freche Grüße. Da haben wir ein Depp bleibt ein Depp. Da kann die Sonne noch so schön scheinen. Dann, was dich nicht glücklich macht, kann weg. Dann haben wir aber sowas von Glückwunsch. Dann hast du dir das Jammern selbst beigebracht oder warst du auf der Akademie? Ich bin älter als das Internet, krass. Dann krass, du hast Geburtstag. Dann, ihr könnt jetzt rauskommen, ich hatte meinen Kaffee. Dann Montag, Sachen gibt's. Dann, und die Moral von der Geschichte, nervt mich besser heute nicht. Dann haben wir, Kaffee ist kaputt, ich bin immer noch müde. Den werde ich heute auf jeden Fall verwenden. Dann, so, Winterzeit wird abgeschafft. Können wir jetzt mal über die Arbeitszeit reden. Den finde ich wirklich super cool. Das ist das Set. Dann habe ich noch 2 von Papier und Passion. Der eine, oder sind, ich kann es gleich so zeigen, es sind Sandras Sprüche 1 und Sandras Sprüche 2. Die 1, da haben wir, hier steckt ganz viel Liebe drin. Dann denk immer dran, Erfolg braucht Mut. Nichts ist so ansteckend wie ein Lächeln. Einzigartig ist besser als perfekt. Man ist nie zu klein, um großartig zu sein. Und dein Glück beginnt, wo man die Zeit vergisst. Das ist das erste Set. Und das zweite Set ist so ein, wo man es quasi kombinieren kann. Das schönste Geschenk ist Zeit zum Leben, mit dir, zum Lachen, zum Träumen, zum Lieben. Dann hier ein großer, von wegen Momente, die unser Herz berühren, gehen niemals verloren. Und unten noch, jeder Augenblick hat eine besondere Botschaft. Die fand ich ganz cool. Und das war es dann auch schon, was ich mir alles bestellt habe. Und ein paar, also ich werde heute nicht alles verwenden, aber mit ein paar Sachen davon werden wir jetzt auch einzelne Projekte machen. Für das erste Projekt werde ich mit der Stanze arbeiten, dann mit dem Prägerfutter, mit den Regenbogen kleinen, dann mit diesem für dich, weil ich will 2 verschiedene Umschläge machen. Einmal aus Craftpapier mit dem hier als Hintergrund und einmal ganz einfach nur weiß, hier mit diesem für dich. Da mache ich noch ein paar Farbspritzer drauf, dann werde ich noch einen Siegel drauf machen und dann so ein bisschen mit Garn arbeiten. Passt eigentlich wunderbar dann zum Siegel dazu. Und sehr wahrscheinlich werde ich da noch ein bisschen mit Farbspitzer arbeiten, die ich da drauf mache bei beiden. Und ich lasse das im Schnelldurchlauf durch, damit das hier auch nicht allzu lange dauert. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go?
I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you. Maybe we could try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. 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 I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. Say that you won't go. So, meine beiden Projekte sind fertig. Als erstes hier mit dem Regenbogen geprägt im Hintergrund und da habe ich gar nicht mehr mit Farbe drauf gearbeitet, weil ich finde, das hebt sich so schon super ab. Also mit dem könnt ihr wirklich wunderbar so ein Hintergrundpapier prägen. Kleiner Siegel drauf, Schnur drauf und gut ist. Das ist der erste Umschlag und der zweite. Da habe ich ein bisschen mit Farbspritzer gearbeitet, habe dann auch mit der Wasserfarbe das Herz nachgemalt. Da einen kleinen Punkt oder Farbpunkt drauf zu geben. Aber ihr seht, ne, das hebt sich wirklich super gut vom Papier ab. Finde ich super, wenn man mal sowas Schlichtes machen möchte. Bisschen Schnur drum und gut ist. Das meine ersten beiden Projekte. Als nächstes will ich mit dem Prägefolder 3 Karten machen, weil ich 3 Sachen ausprobieren will. Das eine ist, wenn ich das Papier so Aquarelltechnik im oberen Bereich hier einfärbe und das dann präge, dann kommt unten ein Spruch drauf und das ist alles von Sandra Sprüche 1. Dann ein zweites, wo ich das ganz normale weißes Papier präge, weil ich gucken will, wie das Ton in Ton aussieht. Und das dritte werde ich den Folder einfärben. Da nehme ich allerdings meine Distress Oxide, weil ich einfach weiß, dass es mit der am besten funktioniert. Und einen Roller. Den Roller nehmt ihr dazu. Na, wir gehen ja hier, also hier ist die Einbuchtung. Da geben wir Farbe drauf. Und dadurch, dass wir einen harten Roller haben, geht es nicht in die Rinne rein, sondern bleibt hier oben drauf. Deshalb brauche ich unbedingt den Roller für diese Technik. Aber die 3 mache ich jetzt auch kurz im Schnelldurchlauf und zeige euch dann die Ergebnisse.
das sind die 3 Karten mit dem Embossing-Folder und diesem Stempelset hier. Der Embossing-Folder, mache ich das nochmal zu sagen, Boho Regenbogen Herz. Und das Stempelset ist Sandaras Sprüche 1. Die sind extrem schlicht, finde ich eben aber genau das Spezielle dran, weil ich den Regenbogen embossed habe. Jetzt diese schwarz-weiße. Finde ich persönlich extrem cool. Natürlich kann man da noch mit Farbe drauf, was immer man da gerne machen möchte. Und ich finde den Spruch halt einfach auch extrem cool. Glück beginnt, wo man die Zeit vergisst. Dann habe ich eine mit ein bisschen, also mit der Premium Dye Ink, Miss Wisteria und ein bisschen Wasser, quasi so ein bisschen wolkig den Hintergrund gemacht. Dann das Ganze embossed und unten der Spruch, denk immer dran, Erfolg braucht Mut. Finde ich auch ganz cool. Und bei dem habe ich ein bisschen gehadert. Ich wollte das mit meiner Distress Oxide machen, mit der ich das extrem oft mache, dass ich Hintergründe einfärbe. Habe ich euch auch schon ein paar Mal auf meinem Kanal gezeigt, aber die Ergebnisse waren wirklich nicht schön. Und da dachte ich, liegt das am Ordner, also am Folder oder am Prägefolder, weil das habe ich normalerweise nicht. Also dachte ich mir, ich versuche es nochmal mit der Farbe, mit dem Prägefolder, wo ich wusste, das funktioniert garantiert normalerweise mit dem. Und das Ergebnis sah dann so aus, dann wusste ich, okay, das liegt nicht am Prägefolder, sondern das liegt an der Tinte oder am Stempelkissen. Das war extrem saftig. Und deshalb habe ich das genommen, was ich sonst auch verwende. Und das sind beides Distress Oxide Inks. Bei einem ging es, beim anderen nicht. Das war einfach extrem geladen noch. Da hier war nicht mehr ganz so viel Farbe drin. Deshalb hat es dann mit dem auch funktioniert. Und der Effekt ist halt einfach, dass ihr alles ringsherum eingefärbt habt, aber das nicht, was embossed, also was hervorgehoben ist. Und den Effekt finde ich halt einfach auch schon sehr cool. Ich habe alle Karten noch ein bisschen distressed an den Ecken. Da habe ich so diesen Crafters Companion Distresser genommen. Und mit Tape dann erhöht, dass das Ganze ein bisschen höher liegt und hier den Spruch auch nochmal höher gemacht. Diese 3 Ideen. Und für die letzten beiden Karten, die ich noch ausprobieren wollte, werde ich einerseits mit dem hier den Hintergrund gestalten, dann mit diesem kleinen Schnuffel hier drauf gehen. Da werde ich allerdings einen Kreis ausstanzen und das da drauf stempeln. Dasselbe mit dem hier kleinen Schlafbären und da werde ich die Tasse und die Sterne nehmen und den Hintergrund dezent abstempeln. Versuche da ein bisschen Ton in Ton zu gehen. Und dann kommt je noch ein Spruch drauf. Das ist der Plan für diese beiden Karten. It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town, skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you. Ooh, 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 I still dream of you. But
Hier hatte ich tatsächlich ein bisschen länger, mich entscheiden zu können. Ich habe das zuerst schwarz gestempelt, aber das hat dann nicht so gepasst, weil das Coole an der Karte finde ich eigentlich, dass ich mit den Tassen quasi und den Sternen habe ich den Hintergrund gestaltet. Schön Ton in Ton. Dann das Ganze auch braun gestempelt und hier beim Bären wirklich den einzigen Farbkleckser habe ich hier in die Tasse reingegeben. Ansonsten das wirklich schön Ton in Ton gehalten, schlicht einfach. Hier habe ich noch 2 Kreise ausgestanzt, einer in weiß und einer auch nochmal mit dem Kraftpapier. Jo, eine ganz schlichte Karte. Dasselbe auch hier, ne? Ich habe den Hintergrund mit der Regenbogen. Mit dem Regenbogen-Prägefolder habe ich das embossed oder geprägt. Dann 2 Kreise, die jeweils erhöht und unten noch der Spruch. So, Winterzeit wird abgeschafft. Können wir jetzt mal über die Arbeitszeit reden. Finde ich auch extrem cool. Und hier natürlich, ne, Kaffee ist kaputt. Bin immer noch müde. So, und das waren jetzt meine ersten Beispiele, ne? Alles sehr schlicht gehalten. Ging mir einfach darum, das Ganze mal auszuprobieren, ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen. Prägefolder finde ich extrem cool, mit gerade so für Ton in Ton Sachen. Auch hier Hintergrund oder dann eben für die kleinen Briefchen. Wirklich auch super. Auch der Prägefolder mit dem Nur für dich und das Herz drinne. Hat auch einen super Effekt. Jo, Stempel, klar, sind extrem cool und auch die Sprüche. Also von dem her, ich habe das Gefühl, ich habe hier echt genau das Richtige eingekauft und freue mich natürlich schon drauf, noch mehr damit zu machen. Ich werde euch die ganzen Materialien unten reinmachen. Ne? Das sind keine Affiliate-Links, sondern das ist ganz einfach. Ich habe die gekauft und ja, wollte euch die zeigen. Und wenn euch das auch interessiert, dann mache ich euch eben unten den Link rein zum Kreativdepot. Das war es dann aber auch schon von mir für heute. Ich hoffe, euch hat das Video und die Ideen gefallen und dass ihr da selber auch Lust habt, sowas selber auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I hope it's not too late. I want you back.